Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Maria und willkommen heute in meinem Schrebergarten. Ich war ein verlängertes Wochenende auf Urlaub und jetzt bin ich gespannt, wie sich der Garten entwickelt hat. Es war ganz angenehm vom Wetter her in Berlin. Deswegen, ja, erhoffe ich hier das Beste. Hier wachsen die Erdbeeren und der Knoblauch. Den habe ich übrigens erst im Winter gesteckt. Das ist noch leer, das Feld. Ja, was ist im Frühbeetkasten? Ah ja, das habe ich nicht anders erwartet. Hier schießt der Rapunzelsalat in die Höhe. Schaut mal, der kriegt jetzt hier Blüten. Den werde ich entfernen. Nicht so schlimm. Und ein bisschen Rucola und ein paar Salatköpfchen. Ja, hier drüben steht mein neues Kartoffelfeld. Es hat ein bisschen geregnet, das ist ganz gut. Und man sieht, dass es ganz schön abgesackt ist. Aber das ist nicht so schlimm. Denn wenn ich jetzt hier die Kartoffeln drauf packe, dann kann ich noch Erde oben drauf schichten. Ist bei den Kartoffeln ja eh ganz günstig. Ja, hier ist nochmal Knoblauch. Den habe ich im November gesteckt. Der ist schon echt groß und sieht ziemlich gut aus, würde ich sagen. Nur ganz kleine Ecken sind ein bisschen vertrocknet. Fehlen vielleicht irgendwelche Vitamine. Und das ist Rucola. Auch sehr schön. Gucken, wie der schmeckt. Ich mag ja nicht, wenn Rucola so lasch ist. Interessant. Schmeckt wenig scharf, aber hat einen guten Geschmack. Ach ja, und hier hinten habe ich irgendwie Wasabi reingesetzt. Ja. Wasabi Mephisto Red. Bin ich mal gespannt, ob ich da Wasabi ziehen kann. Ja, ich würde sagen, holen wir mal die Kartoffeln und schauen mal, wie wir die ins Beet platzieren. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich jetzt die Pflanzen hier einsetze, die Knollen. Da habe ich ja eigentlich so zwei verschiedene Varianten. Ich könnte das so dritteln, weil ich habe 3 verschiedene Sorten an Kartoffeln. Wobei, ich glaube, eine davon ist früh. Ich gucke mal schnell. So, ich habe eine mittelspäte Pflanzkartoffel Miss Blanche, die Desiree ist auch mittelfrüh, aber vorwiegend festkochend. Und dann habe ich noch eine, die heißt Zwift und das ist früh. Und wie ich mich kenne, pflanze ich das so, dass ich die Frühkartoffel natürlich auch etwas früher aus dem Beet holen kann. Deswegen werde ich die Frühkartoffel, ich werde sie längs pflanzen. Dann kann ich die Frühkartoffel eher hier aus der Erde hier vorne holen und die anderen ein bisschen später. Und wenn ich die Frühkartoffel früh raushole und schon verspeise, dann habe ich noch ein bisschen Platz hier danach, Salate oder ähnliches nachzuziehen, weil die Sonne kommt von, ja, so aus der Richtung, verläuft dann über das ganze Hochbeet und dann nehme ich mal an, dass die vordere Seite hier auch so insgesamt immer ein bisschen mehr Wärme abbekommt. Ja. Jetzt kommt die Miss Blanche, die setze ich in die hinterste Reihe. So, da liegen meine Kleinen. Alle haben ein Schild bekommen und das Datum. Dann weiß ich ungefähr, wie lange ich sie schon im Boden habe. Ich bedecke die jetzt nur ganz wenig mit Erde, weil sobald die Sonne rauskommt, werden sie schön warm und es geht ihnen gemütlich gut. Ich bedecke die jetzt aber noch mit einem
Vlies, beziehungsweise mit einem alten Kartoffelsack, um sie ein bisschen vor den Waschbären und anderen Grabedieben zu beschützen. Und sobald dann die Sonne rauskommt, wir hoffen doch mal die nächsten Tage, zeigt die sich, nehme ich den Sack dann runter. Und wenn die ersten Keimblätter, beziehungsweise ja, wenn das erste Grün rauskommt, dann packe ich nochmal Erde drauf. Und das mache ich so lange, ja, bis das Hochbeet voll ist. Genau, jetzt kommt hier so ein Jutesack drauf. Dann beschwere ich das Ganze meistens auch mal mit ja, das mache ich jetzt noch kurz zu Ende. Und dann ist die Kartoffel fertig. So, die Kartoffeln sind warm eingepackt. Die brauchen ja jetzt eh gerade nichts anderes als ein warmes und gemütliches Bettchen. Und mal schauen, wann die anfangen gut zu wachsen. Bei den Temperaturen nächste Woche hoffentlich bald. Ja, aktuell sind es keine 10 Grad hier. 9 Grad ist schon ganz schön frisch. Nichtsdestotrotz ja, sind die Schneeglöckchen verblüht, wie man sieht. Ich werde die auch demnächst noch teilen, weil hier sind jetzt wirklich viel an der Kirsche, an dem Kirschbaum. Und der sieht auch schon wunderbar aus. Und die möchte ich teilen, damit ich einfach noch mehr in den Beeten habe. Und woran wir noch erkennen, dass jetzt der Vorfrühling vorbei ist. Achtung, kommt mal mit. Einmal über meinen Rasen, der kein Rasen ist, sondern ein bisschen Wildwuchs. Aber ich mache da nicht sehr viel. Ich werde den trotzdem ein bisschen düngen, ein paar Grashalme nachsetzen. Ansonsten so, dass er für Kinder gut bespielbar ist. Ja, hier die Muscari, deren deutschen Namen ich schon wieder vergessen habe. Traubenhyazinthen, jetzt weiß ich, jemand hat es mir geschrieben. Traubenhyazinthen sind auch schon fast verblüht. Und ich habe hier so einen ganz kleinen Strauch, nur als Zeigerpflanze, damit ich Bescheid weiß. Forsythia. Sie blüht in kompletter voller Pracht und die ersten Blätter kommen ja auch schon raus. Das bedeutet, wir sind im absoluten Frühling angekommen, im Vollfrühling. Super, ne? Ja, als nächstes möchte ich gerne das hier noch einpflanzen. Ich habe ein paar, die ich zu Hause vorgezogen habe, mit in den Garten genommen. Wer kann es erraten, was es ist? Ich zeige es euch mal. Moment. Ich hole es mal raus. Ich habe die ja zu Hause auch nur ausgebuddelt. Da. Hier kann man noch schön diese Fingerwurzeln erkennen. Die haben jetzt noch eigene Wurzeln zusätzlich gebildet. Man hat hier diese Krallen. Genau, das sind die Ranunkeln. So groß sind die jetzt geworden teilweise. Nicht alle, manche sind noch ein bisschen kleiner. Und die setze ich mir jetzt hier so zwischen die Tulpen, an den Teich, so ein bisschen hier mal dort, damit ich dann, wenn es soweit ist, ein paar Ranunkeln zwischendurch habe. Die werde ich auch garantiert nicht wieder ausbuddeln. Ich weiß, die sind nicht so frostfest. Es ist mir aber die Arbeit dann nicht wert, die zu suchen und wieder auszubuddeln. Die bleiben jetzt, wo sie sind, und ich weiß gar nicht, ob sie von Mäusen oder von Schnecken angefressen werden, da ich das noch nicht probiert habe. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob Schnecken gerne Ranunkeln futtern. Wenn ja, dann sagt Tschüss zur Ranunkel, dann ist sie bestimmt bald weg, denn bald kommen ja die Schnecken. Hier kommen schon die Tulpen, die ich gesetzt habe. Die habe ich in so ein Plastikding gemacht, mache ich eigentlich super ungern. Aber ich hatte hier so eine kleine Mäusefamilie, die mir neulich alles weggefuttert hat letztes Jahr. Deswegen der Versuch, ich muss mal gucken, ob es noch eine Alternative zu diesen Plastikdingern gibt. Dann kann ich es mal austauschen. Vielleicht gibt es ja Drahtkörbchen, die aber trotzdem halten. So, wo setze ich noch welche hin? Hier.
Ist auch so ein bisschen Wildwuchs hier. Wer darf das mit dazu? Die verteile ich jetzt mal. Jupp, jupp. Er hat sich echt den Namen Ranunkel ausgedacht. Ist schon ein bisschen ulkiger Name. Wenn ich im Supermarkt sowas hier entdecke und ich weiß, es stirbt demnächst für 2,79 €, dann nehme ich es mit. Da kann ich dann nicht vorbeigehen. Ich habe aber nachgeschaut. Hier, da kommt schon ein bisschen Grün. Warte, Fokus. Es wird grün und es sind 3 Halme. Ich hole es mal kurz raus. Denn warum nicht? Den Kindern wird es schmecken. Eigentlich habe ich ja hier mein Beet für die roten Johannisbeeren. Das ist schon recht voll. Hier kommen nämlich dann auch noch die ganzen Himbeeren an diesem Randgerüst. Man kann es jetzt gar nicht so gut erkennen. Aber da Himbeere. Ja, und weil da jetzt hier kein Platz mehr ist, packe ich jetzt mein kleines neues Pflänzchen lieber mal in den Topf. So. Bei den gekauften Pflanzen muss man aufpassen. Die sind häufig irgendwie komplett tief in Erde eingebuddelt. Erstmal die Erde befreien und schaut ganz genau, wo ist die Grenze der Pflanze. Und ich würde sagen, bis hierher. So. Dann fülle ich das kurz mal auf. So, wieder ein bisschen befreien. Und ja, jetzt muss ich noch gießen. Und dann hoffe ich doch mal, hier wird's was. Ist doch ganz einfach. Steht jetzt gerade vor den Kartoffeln, noch ein bisschen windgeschützt. So reicht mir das für heute. Das kommt noch in den Müll. Ich habe euch ja erzählt, ich war das Wochenende verreist und ich habe sogar geschafft, Samen zu kaufen. Und vielleicht könnt ihr es ja an der Sprache erkennen. Manches wusste ich natürlich, was es ist. Rote Beete, Rucola. Und das musste ich erst zu Hause nochmal nachschlagen. Das ist Mangold. Und ich war in Istanbul in einem Samenladen und habe dann mal geschaut, das mitzunehmen, was ich einfach unfassbar gerne esse. Und ihr wisst ja, das sind rote Beete. Also probiere ich die auch demnächst im Garten aus. Ich habe auch einiges an Bildmaterial in Istanbul gefilmt. Ich spiele euch mal ein paar Szenen ein. Genießt es, lehnt euch kurz mit dem Teechen zurück. Danach gehen wir noch mal kurz in meine Anzuchtstation, beziehungsweise ich hole die Tomatenpflanzen hoch, denn da gibt es auch ein bisschen was zu berichten. Ich muss neue Tomatenpflanzen aussehen und ich zeige euch, wie der Stand der aktuellen Pflanzen ist. Genießt kurz die Bilder aus Istanbul.
Bırak da dolanayım ayaklarına. Sanırım incelene, acep sanırım kendine. Hüzünler başım ağrıdı yine, sevgilim çıkmaz yollarım ben senin halaylarında. Sana dair hasretim yüzyıllardan tanıyor, aklım kaçırıyor bugün akşamlarında. Orada kimindeysen, belki sevgilimdeysen. Ja, lieben kleiner Szenenwechsel nach Hause. Ich habe mal meine Pflanzungen aus dem Keller hochgeholt und hier sehen wir, ja, was gut und was schlecht gelaufen ist. Was gut gekommen ist, sind die Tomaten, die ich nur mit dem halben Töpfchen eingepflanzt habe, also nur halbvolle Erde. Warum? Habe ich euch beim letzten Mal schon erklärt. Ich werde das jetzt bis Rand hoch auffüllen und dann hat die Tomate Zeit, hier auch noch kleine Würzelchen zu bilden. Die ist nun schon recht groß geworden. Das ist die Sorte Resibella und die haben wir gemeinsam genau vor einem Monat hier in die Töpfe gepackt. Also, ich finde wunderbar. Ich fülle die gleich auf. Dann haben wir hier eine Tomate, die wilde Tomate Rote Murmel, wo sich gleich nochmal ein Dillpflänzchen mit verirrt hat. Kann man das erkennen? Ja. Also auf jeden Fall die Rote Murmel als Wildtomate ist noch relativ klein, aber auch hier kann ich schon Erde nachfüllen, sodass es noch mehr Wurzeln bildet. Und was natürlich nicht fehlen darf, sind die Fehls. Das ist die Tomate Balconi. Da ist nichts passiert. Das hatte ich letztes Jahr übrigens auch schon. Jedes Mal, wenn ich filme, ne? Kira, bist du wieder da? Kira! Also, Balconi ist nichts geworden. Das Saatgut werde ich aussortieren. Und zweiter Fail, ein Töpfchen von meinen Auberginen, die Pflänzchen vertrocknet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das passiert ist, weil ich hatte mehrere dieser Keramiktöpfchen. Allen anderen geht es gut, aber eins ist vertrocknet. Habe ich wahrscheinlich vergessen zu gießen. Kira. Ein Wasser auf den Tisch und Kira ist auch drauf. Ja, und da das natürlich noch nicht alle Pflanzen sein können, die ich auf meinem Balkon und im Garten benötige, habe ich hier schon mal das nächste Setting aufgebaut. Und zwar werden wir noch ein paar Pflänzchen setzen. Auch hier mache ich es genauso wie beim letzten Mal. Ich fülle meinen Topf mit Erde nur halb voll, bedecke es zum Abschluss auch nochmal mit kleinem Sand, damit ich keine Insekten hier reinkriege. Und dann kommen jeweils 4 Samen in ein Töpfchen und die Beschriftung. Heute habe ich die Beschriftung schon mal vorbereitet. Ich wollte es euch zeigen. Und zwar hier zum Beispiel die Riesentraube ist eine Cocktailtomate vom 28.03., also heute. Und dann habe ich mir noch eine kleine Notiz gemacht. Und zwar habe ich unten drunter notiert, wo ich sie pflanze, ob auf dem Balkon, im Garten oder auch in dem Fall beides. Dann habe ich es später leichter, welche Pflanzen ich mit rausnehme. Jetzt werde ich die alle einmal von oben gießen mit meiner Ballbrause, die ich wieder beim Balkon Makeover gefunden habe. Zum Glück. Das Video kann ich hier oben noch mal verlinken. Später gieße ich die Samen dann nur noch in der Pfanne, im Pfännchen. Aber einmal gieße ich auch von oben. Fertig, würde ich sagen.
Die dürfen jetzt in den Keller, in die Anzuchtstation. Da ist es nämlich schön warm und hell genug. Und damit haben wir es für heute geschafft. Das Wetter ist hervorragend. Das heißt für mich, auf geht's in den Garten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und Kira möchte sich auch noch bei euch verabschieden. Und vor allen Dingen das Blumenwasser trinken. Also macht's gut, ihr Lieben. Und wir sehen uns. Lasst ein Herzchen da, lasst ein Abo da. Ich freue mich mega. Und wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt, ich werde es alles lesen und natürlich beantworten. Tschüss!